So ist gut. Fein. Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und in diesem Video dreht sich alles darum, wie kompatibel unsere Škoda Enyaqs mit Hunden sind. Denn meine Frau und ich, wir möchten auch gerne einen Hund haben und bevor ich mich dann auf das große Abenteuer des ganzen Zubehörs des Hundetransports völlig unbedarft einlasse, habe ich mir gedacht, ich suche mir Verstärkung. Darum ist ein anderer Enyaq hier und darum habe ich heute auch einen Gast in meiner Sendung und zwar den Peter. Der stellt uns alles rund um das Thema Enyaq und Hund vor. Auf geht's! Peter hat einen seiner Hunde mitgebracht, mit dem wir heute auch das Video drehen. Doch bevor wir dazu kommen, Peter, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja, hallo Matthias. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich da heute mal dieses Thema, mich und auch das Thema Hund präsentieren darf. Danke, dass du da bist. Gerne. Ja, ich habe mich für den Enyaq entschieden, weil ich so 2019 um den Dreh rum sehr aufmerksam wurde zum Thema Elektromobilität. Es hat mich angefangen zu faszinieren. Ich habe mich über YouTube, über viele Videos schlau gemacht und jetzt habe ich aber folgendes kleines Problem. Ich bin selbstständig und ich bin im Außendienst viel unterwegs. Okay. Und dann kam am Anfang die Idee Reichweite. Großes Thema, wollen wir gar nicht drauf eingehen. Und dann war für mich klar, ich muss ein Auto oder möchte ein Auto finden, das A, bezahlbar ist für mich, B, auch ein bisschen sportlich und gut aussieht, weil am Anfang fand ich die Elektromobilität zwar faszinierend, aber die Formen der Autos waren etwas bescheiden. Aber das ist Geschmackssache. Wie gesagt, das Fahrzeug muss unseren Ansprüchen genügen. Wir müssen die Hunde mitnehmen können. Und ja, da braucht es eine gewisse Größe. All das hat mich letztlich zum Enyaq geführt. Ich habe den Enyaq EV80. Warum? Weil es den 80X damals noch nicht gab. Okay. Ich sehr lange hätte warten müssen und sich diese Möglichkeit geboten hat. Und für mich war das okay. Ja. Ich brauche keinen Allrad. Ich komme damit gut zurecht. Aber hört man ja so oft, ne? Schweiz, da muss man Allrad haben. Du widerlegst das gerade einfach und sagst, braucht man nicht unbedingt. Ja. Also die wenigen Tage, die wir dann wirklich vielleicht ein Allrad brauchen würden, ist mein Geschäftsauto, ist ein Zweitwagen. Wir haben noch ein Allrad in der Familie, vielleicht ist das dieses Sicherheitsnetz, das mich dann diese Überlegung hat umsetzen lassen. Okay, soweit, so gut. Und was hast du denn an Ausstattung gewählt für dein Auto, Innenausstattung, Pakete? Also ich hatte großes Glück. Ich habe nichts zu wählen gehabt, weil der Händler hatte 4 Stück auf dem Hof. Es gab mal eine Zeit, wo noch 4 Stück auf einem Hof standen. Scheinbar. Auf jeden Fall. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber schau Peter, die 4 sind verkauft. Toll. Sagt er, aber ich bekomme noch welche und so bin ich dann zu dem gekommen. Ausstattung eigentlich Vollpaket. Ich habe Leder, ich habe sogar das Glasschiebedach. Ich habe eigentlich alle Features, die du haben musst. Also wunschlos glücklich von der Seite her absolut top. Also ich hätte das Auto auch so konfiguriert. Das Einzige, womit ich hätte leben können, wenn jetzt kein Schiebedach da gewesen wäre. Ja, also mit dem hätte ich leben können, dann hätte ich ihn trotzdem genommen. Ja. Sehr schön, schwarzer Kontrast, perfekt zum roten Auto. Doch jetzt hat die Gute wirklich lang genug gewartet. Ja. Lass uns mit dem Hundethema durchstarten. Gut, gerne. Denkt man an Hund und Auto, denkt man sofort an genau das Bild, was wir jetzt gerade vor uns sehen. Eine Transportbox im Kofferraum. Und hier sehen wir, glaube ich, so den typischen Standard. Kann ich dir nur bestätigen, Matthias. Die meisten haben ja einen Hund. Und ob der Hund jetzt größer oder kleiner ist, ich empfehle ganz mit Nachdruck, besorgt euch eine Transportbox. Ich kenne da und dort noch Hundehalter, die haben nur so ein Bettchen hinten drin. Natürlich, dann heißt es, wir haben ein Trennnetz hinten, das ist alles gut und recht. Mir selber ist es wohler mit so einer Transportbox. Ihr seht, die Box ist von der Höhe her, also wenn ihr nicht einen kleinen Hund habt, sondern ich sage jetzt mal so wie wir, einen Labrador, problemlos Einstieg, Ausstieg.
möglich. Die Größe ist vernünftig. Damit das Ding nicht rumrutscht, haben wir jetzt solche rutschfesten Elemente. Da kann man auch eine ganze Matte einlegen, also das ist individuell. Und dann hält das doch relativ stabil. Ist natürlich ein deutlich besserer Schutz für einen Hund, wie wenn er einfach im Kofferraum drin ist. Und da kommt noch was. Ich bin unterwegs, ich lasse den Hund zum Beispiel mal im Auto. Ja, kein Problem. Ich lasse ihn im Auto. Ich entsprechend kann das zumachen. Die Box ist jetzt nicht verschließbar. Wir haben eine andere Box, oder das würde ich euch empfehlen, eine abschließbare Box zu nehmen. Dann könnt ihr nämlich die Heckklappe offen lassen, wenn es zu warm ist. Oder die Heckklappe, das mache ich oft. Dann lasse ich die Heckklappe so auf dem Niveau, dass der Hund auch nicht jeder sieht, dass ein Hund da ist. Der Hund hat weniger Reize, aber hat trotzdem gute Temperaturen, kriegt nicht zu warm, ist auch wettergeschützt. Aber ich kann den Hund so lassen. Und ihr habt immer noch Platz für euer Sonstiges, was ihr braucht. Ja, hier passt auf jeden Fall noch ein großer Koffer rein. Ja, passt rein. So kann man sicher mit dem Hund dann auch verreisen. Aber so Hunde sind natürlich viel lieber da draußen als in so einer Box. Und sie genießt jetzt hier einfach die Natur, während wir beide das Video machen. So ist es. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, so ein Dog-Mode, also ein Hundemodus im Auto wäre schon etwas sehr Praktisches, so wie wir das von Tesla kennen, wo man halt dann im Auto klimatisieren kann, während alles zu ist. Würdest du dir das für den Enyaq auch wünschen? Also die Klimatechnik, das wäre sehr interessant. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich, nehmen wir jetzt mal an, guter, schöner, sonniger Herbsttag, wir haben draußen 25 Grad oder 22 Grad. So gefühlsmäßig könnte ich mir jetzt noch nicht vorstellen, das Auto zu verschließen, es so zu lassen und nur auf die Technik zu vertrauen. Und ich bin, sagen wir mal, 2 Stunden weg, ja. Aber vielleicht ist das was man lernen muss. Ich würde es jetzt noch nicht machen. Ich würde auf jeden Fall noch diese althergebrachte Thematik oder Technik anwenden. Aber wenn Skoda diesen Dog Mode einführt, programmiert, uns zur Verfügung stellt, wäre das sicher eine gute Sache, weil ja dann auch der Backraum, der hintere Raum, der Kofferraum wohl besser klimatisiert wäre oder ist, als er halt jetzt ist. Wir haben die Einzelbox hinten raus entfernt, weil es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten, die bringt der Peter da gerade. Ja. Das ist eine deutlich größere Box, aber ihr seht, er trägt sie alleine und er baut sie auch alleine ein. Er braucht dafür keine Hilfe. Und ihr seht schon, die passt haargenau in den Enyaq. So. Nachdem wir gerade schon die Einzelbox gesehen haben, sehen wir hier etwas deutlich Größeres. Peter, erzähl doch mal, warum hast du noch eine zweite Box und warum ist die so groß? Ja, also das erste ganz klar, wir haben nicht nur einen Hund, sondern wir haben insgesamt 4 Hunde. Ich bin meistens mit 1 oder 2 Hunden unterwegs. Für mich ein absolutes No-Go wäre, keine Box zu haben. Ja. Aus Sicherheitsgründen, es gibt Leute, die machen das ohne. Und dann hat sich aufgedrängt, ja gut, wenn ich 2 Hunde habe, Platz und bequem muss es trotzdem sein. Ja. Und das ist der Grund, das ist natürlich eine Maßanfertigung für den Enyaq. Ihr seht das, der Platz im Enyaq selber ist optimalst ausgefüllt. Platz für die Hunde, damit sie sich wohlfühlen können, damit sie auch auf längeren Reisen wirklich bedenkenlos fahren kann, auch mal 2, 3 Stunden und ich nicht selber das Gefühl habe, oh, die fühlen sich jetzt unwohl. Also die sind wirklich auch gerne in der Box. Ihr seht, jetzt wird sie sich vielleicht dann animiert fühlen, herauszukommen. Alleine hat sie natürlich sehr viel Platz, aber auch mit 2 Hunden ist kein Problem. Und zwar, wie gesagt, wir haben Labrador-Hunde, also keine kleinen Hunde. Ihr könnt analog einen Schäferhund nehmen, ihr könnt sogar auch einen Rottweiler, einen kleineren. Also das geht alles tadellos. Und das war ein Mittengrund für einen Enyaq. Der ist einer der wenigen Elektroautos, ich denke auch heute noch, der mit dieser Größe bietet. Ja, auch beim Hund hast du natürlich Zubehör.
Utensilien, die du brauchst, die du dabei hast. Und wie ihr jetzt seht, haben wir hier sogenannte kleine Kleiderhaken. Die brauche ich vor allem für die Leine, für die Leinen, für sonstige Sachen, die man kurz aufhängen kann. Oft auch für ein Tuch. Hin und wieder musst du den Hund abtrocknen. Dann kannst du das nicht irgendwo reinwürgen, sondern sauber aufhängen. Was man hier natürlich auch sieht bei so einer angepassten Box, da unten kommt man dann logischerweise nicht mehr ran und auch an die Seiten. Klar würde man da noch vorbeikommen, aber es ist natürlich eng. Da ist so ein Organizer natürlich enorm praktisch. Nicht jeder möchte seinen Hund im Kofferraum transportieren. Da gibt es sicherlich auch gute Möglichkeiten. Peter, was kann ich machen, wenn ich den Hund nicht in den Kofferraum tun will? Ja, will ich ihn auf der Rücksitzbank transportieren, empfiehlt es sich, irgendeinen Schutz einzubauen. Man möchte ja nicht bei mir zum Beispiel der schönen Lederkombination den Hund mitführen. Übrigens, im SUV kann ich ihn im Kofferraum mitnehmen. Habe ich aber das Coupé, dann drängt sich sowas fast auf. Aus dem Zubehörhandel erhältlich eine entsprechende zugeschneiderte Schondecke, die ich auf der Rücksitzbank sauber einbauen kann. Das schaut jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert aus. Und zwar kann ich diese Decke dann hier entsprechend fixieren. Also eins kann ich jetzt schon sagen, die Decke muss funktionieren, so gepflegt wie dieser Enyaq hinten aussieht. Kein Vergleich zu meinem. Jetzt mache ich das auf der anderen Seite auch noch. Aber man sieht ja, das könnte ein gemütliches Hundebett werden. Jetzt habe ich das hier oben fixiert, damit das nicht drunter rutscht, weil das ist wesentlich. Nun kann ich den Hund aber nur nicht, es wäre auch nicht erlaubt, den Hund nur so reinzulegen. Dann ist ganz wichtig, ich habe hier Öffnungen. Ist es das, was ich vermute, man muss den Hund anschnallen? Ganz genau, ganz genau. Und ich zeige dir jetzt am Beispiel meiner Hündin, wie ich sie dann transportsicher mache. Damit ich sie sicher transportieren kann, habe ich zwei weitere Hilfsmittel. Einmal ein sogenanntes Geschirr, das ich jetzt den Hund dann entsprechend anziehe, und dann ein Verbindungsstück, das ich einklicke wie einen Sicherheitsgurt. Unglaublich, was es alles gibt. Schauen wir es uns an. So. Also. So. Also ich darf sagen, sie liebt es nicht, aber macht brav mit. Sie macht brav mit, genau. So, jetzt habe ich sie hier gesichert. Sie kann auch nicht raus und sie hängt sich auch nicht am Halsband auf. Das ist wichtig. Ja. So, Maiti, komm. Hopp, inne, hopp, inne, hopp, 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 inne, hopp. So. Warte, warte. Und dann klicke ich das oben ein. Platz, Platz, Platz. So, und so ist der Hund auch den Vorschriften entsprechend gesichert. Er ist so transportfähig. Es ist eine gewisse Gewöhnungssache. Der Hund wird vielleicht die ersten paar Mal noch unruhig sein, aber sie hat sich daran gewöhnt. Sie ist völlig gechillt und du kannst sie so problemlos mitnehmen. Transport vom Hund. Wir haben so ziemlich alle Möglichkeiten durch. Ich denke, ja. Accessoires muss man jetzt nicht viel erzählen. Es ist klar, dass man eine Leine, einen Hundenapf für was zu essen, was zu trinken dabei hat. Aber du bist viel mit Hunden unterwegs. Du hast sicherlich Tipps und Tricks, wenn man mit dem Hund, gerade auch in der Elektromobilität, auf die Langstrecke geht. Magst du uns einfach so ein bisschen aus deinem Erfahrungsschatz mitteilen? Ja, also Matthias, du hast schon erwähnt, Wasser. Ich sage mal, das ist das Allerwichtigste, das müsst ihr dabei haben. Was ich aber auch gerne und jedem empfehle, immer dabei habe, nach Möglichkeit, ist so ein Trockentuch. Also ihr werdet euch einen Gefallen selber tun, wenn der Hund draußen war, weil denk auch auf einer Langstrecke, gebt ihm die Freiheit, lasst ihn dann auch mal raus. Ja, und wenn er dann zurückkommt, es hat geregnet oder er hat sich irgendwo drin gewälzt, wo es nicht so euren Gusto entspricht, ja, dann nehmt ein Tuch, schaut, dass ihr ihn trocken kriegt. Das würde ich dabei haben. Ein bisschen Futter würde ich dabei haben. Sonst braucht es eigentlich gar nicht viel.
Der Hund ist sehr genügsam. Etwas vom Wichtigsten auf der Langstrecke für mich, und das bietet sich an der Elektromobilität an. Wir machen, dürfen und müssen ja auch Pausen machen. Wir laden ja hin und wieder, ja. Der Hund wird es euch danken. Also ich kann wirklich sagen, seitdem ich elektrisch unterwegs bin, bin ich noch mal entspannter unterwegs. Ich weiß, das hört man von allen, aber ich empfinde es wirklich so. Und ich habe den Hund auch immer wieder geschäftlich dabei, weil sie liebt es, dabei zu sein. Und ja, da ist einfach mal eine kurze Pause. Ich kann irgendwo laden, kann ich irgendwie selbst auf einer Raststätte irgendwie noch ein bisschen was Grünes finden. Ja. Sie halt dann an der Leine natürlich laufen lassen. Und ja, und wie ihr seht, sie ist relativ gechillt. Ja. Das heißt, für dich sind Ladepausen gar kein Ärgernis, sondern weil du weißt, es kommt dem Hund auch zugute. Absolut, absolut, ja. Gut, Škoda Enyaq und der Hund. Dein abschließendes Fazit, passt es zusammen? Für mich absolut, weil ja, ich glaube, ihr habt es jetzt gesehen, ausreichend Platz. Der Škoda, der Enyaq gefällt mir als Auto, das war mir schon wichtig. Und ganz ehrlich, er ist auch bezahlbar. Ich habe vorher lange Jahre einen BMW X3 gehabt. Ja. Da hat natürlich, mein Verkäufer hat dann gesagt, oh ja, jetzt kommt der iX3, das wäre doch was. Wäre ein super Auto, ganz bestimmt. Und vielleicht ein bisschen größer, aber ich glaube nicht mal groß als der. Aber ganz ehrlich, meine Lieben, da liegen wir irgendwo noch 30.000 Schweizer Franken dazwischen. Und das ist für mich sehr viel Geld und für mich absolut top. Das Škoda Preis-Leistung 1A stimmt für mich. 2 Hunde, ein Hund, kein Problem. Richtig. Ausreichend Platz. Und ihr habt das Fazit von einem Hundehalter, der seit 1999 Hunde hat und sagt, ja, Škoda Enyaq und Hund, das passt. Ja, vielen lieben Dank euch beiden, vor allem auch für deine Geduld, für deine Zeit, dass du uns den Einblick gewährt hast. Gerne. Bist du auch mit einem Škoda Enyaq und einem Hund unterwegs? Dann schreib mir doch deine Erfahrungen unten in die Kommentare. Deine Tipps und Tricks sind natürlich genauso willkommen wie deine Hinweise, die du uns hier mitgegeben hast. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir beide uns freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben da lässt. Genau. Und wenn du gerade schon da bist, dann lass mir doch ein Abo da. Und das ist bekanntlich gratis und es hilft dem Kanal zu wachsen, sodass noch mehr Enyaq-Fahrer auf mich aufmerksam werden. Und wenn deine Unterstützung noch ein klein wenig weitergeht, dann findest du unter dem Video einen PayPal-Link. Da kannst du mir eine kleine Spende zukommen lassen oder benutzt doch von YouTube das Super Thanks. Das ist das Herz mit dem Dollarzeichen da drin. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, bleib energiegeladen.